Die Welt der Zahlen. In ihr kennt sich dieser Mann aus und fühlt sich darin wohl. Mein Name ist Holger Nährlich, bin 58 Jahre alt, seit dem 1.11. hier im Elm als Geschäftsführer tätig. Holger Nährlich in seinem Büro im evangelisch-lutherischen Missionswerk in Hermannsburg. Vorher war er im Vorstand der Sparkasse Mittweida in Sachsen tätig. Also auch wenn ich von der Bank komme, bin ich eher kein Zahlenmensch. Ich bin eher jemand, der aus dem Bauchgefühl herauskommt und weniger der Zahlenmensch ist. Klar muss man mit Zahlen umgehen und Zahlen, gerade was wirtschaftliche Gegebenheiten anbetrifft, sind auch limitierender Faktor. Aber nee, ich komme eher vom Bauch her. Der gebürtige Ostwestfale tauschte den Chefsessel bei der Bank ganz bewusst gegen Missionsarbeit in Niedersachsen. In seiner neuen Heimat, der Südheide, fühlt er sich wohl. Viel erkundet hat er hier allerdings noch nicht. Hermannsburg fühlt sich für mich gut an, auch wenn ich natürlich zu einer Jahreszeit hier angefangen habe am 1.11., wo es mehr dunkel ist als hell, also viel im Hellen auf Arbeit zugebracht wird, wenig Zeit habe, mich in der Umgebung umzugucken, aber es fühlt sich gut an, hier zu sein. Ich bin jemand, der eher aus kleinstädtischen Regionen kommt. In einer Großstadt leben wäre nie mein Ziel gewesen. Mir gefällt es hier, die Leute sind offen, man kann mit ihnen ins Gespräch kommen, von daher passt. Ins Gespräch kommen, das will Nährlich auch mit den Mitarbeitenden des Elm. In den ersten Monaten seiner Tätigkeit hat er deshalb ganz bewusst auf externe Termine verzichtet, sucht stattdessen immer wieder den Dialog. Also die Zeitschriften, die mitmachen, die ganze Palette und so. Das hilft ihm, die Arbeit des Elm in der ganzen Welt zu verstehen und bestehende Strukturen zu erkennen. Also ich bin eher jemand, der kooperativ arbeitet, der Mitarbeitende auch mit einbindet, auch die Kompetenzen der Mitarbeitenden mit einbindet, weil ich sage, ich bin eher Generalist. Ich kenne auf vielen Bereichen, kenne ich mich ein bisschen aus, aber wenn es um spezielle Themen geht, bin ich einfach auf das Fachwissen der Mitarbeitenden angewiesen. Sprechen, ob persönlich oder am Telefon, ist ohnehin eine der wichtigsten Tätigkeiten für den neuen Geschäftsführer. Muss sich der 58-Jährige dabei völlig neu aufstellen? Ja, also nicht grundsätzlich, muss ich sagen. Also viele von den Aufgabenbereichen, die ich jetzt hier im Elm verantworte, auf der Geschäftsführerebene, was das Thema Personal, Immobilien, Stiftungsvermögen, allgemeine Verwaltung anbetrifft, war auch Aufgabenbereich in der Sparkasse. Es ist eine Stiftung am Ende des Tages, da sind ja auch nochmal ganz besondere Herausforderungen und Regelungen zu beachten. Aber wie gesagt, manchmal würde ich mir wünschen, dass Entscheidungswege etwas kürzer wären, aber da werde ich mich dran gewöhnen und auch Sparkassen brauchen manchmal lange, bis bestimmte Themen angegangen und umgesetzt sind. Holger Nährlich fühlt sich schon jetzt wohl in seinem neuen Büro und ist zufrieden mit dem Elm-Team. Er beschäftigt sich auch mit der Zukunft der Missionsarbeit allgemein. Dabei sieht er das Elm gut aufgestellt. Ein Missionswerk in moderner Ausprägung wird auch weiterhin für die Landeskirchen wichtig sein oder für unsere Trägerkirchen wichtig sein, weil wir den Brückenschlag zwischen Deutschland und den Partnerländern oder Partnerkirchen sehr professionell und fundiert bewerkstelligen. Und Zeit zum Träumen bleibt bei allem Stress auch noch. Was würde sich Nährlich von einer guten Fee wünschen? Okay, ich habe 3 Wünsche frei. Als erstes, klar, persönliche Gesundheit für mich und meine Familie und für die Mitarbeitenden, um noch lange hier tätig werden zu können. Punkt 2, für das Elm wünsche ich mir, dass in den kommenden 175 Jahren genauso erfolgreich auf die Herausforderungen geantwortet werden kann und wird wie in den vergangenen 175 Jahren. Und für die Partnerkirchen würde ich mir wünschen, dass die Erfahrungen, die gewonnen haben in ihren Umgang mit Glauben, mit Gemeindeentwicklung, dass dort noch mehr Input aus dem Süden zu uns in den Norden kommt, weil davon können wir profitieren. Einen weiteren Wunsch hat er auch noch.
Er will möglichst lange beim Elm in Hermannsburg bleiben.